Ich habe euch heute etwas ganz Leckeres mitgebracht, aber schaut erstmal selbst. Na, zu viel versprochen? Das Ding schmeckt. Mein aktuelles Favorite Strength Build. Und damit Hallöchen ihr Lieben, mein Name ist Fagra und ich zeige euch heute, wie ihr zum Albtraum aller Bosse werdet. Schon mal vorab, dieser Guide ist definitiv nichts für Einsteiger. Das ganze Bild hat mich Nerven und vor allem Zeit gekostet. Also man braucht definitiv etwas Geduld und Skill, aber für ganz frische Helden da draußen habe ich auch noch was Leckeres. Schaut einfach gerne mal in die Infobox, da zeige ich euch, wie ihr in 30 Minuten OP werdet. Lasst gerne ein Like und Abo da, um keine Guides mehr zu verpassen und danke für euren Support ihr Lieben. Was brauchen wir nun für unseren Build? Als Waffe nehmen wir die Henkers Großaxt, die hat soliden 115er Crit Damage und später starkes Strength Scaling. Dazu organisieren wir uns noch die Kriegsasche Felsklinge, brauen einen sexy Trank und holen 3 Insignien respektive Talismane. Den Axt-Talisman, das blaue Tänzerinnen-Amulett und den Ritualschwert-Talisman. Wir beginnen ganz basic mit dem Runenfarmen beim Drachen. Dazu habe ich euch auch nochmal ein ausführlicheres Video unten verlinkt, falls einer von euch diese Route bzw. Mechanik noch nicht kennt. Bevor wir uns aber auf den Weg zum großen Drachen machen, stibitzen wir uns schnell noch das Großschwert der Getreuen, welches wir später mit der Kriegsasche Heilige Klinge versehen, um unsere Main-Waffe easy zu farmen. Auf dem Weg zum großen Drachen nehmen wir natürlich auch wieder die beiden Dectus-Medaillon-Hälften, jedes Bonfire, alle Poppy Souls, also die Consumable Souls und anderen lustigen Kram mit. Während wir zur ersten Hälfte bei Fort Hate reiten, können wir zum Beispiel gleich im Nebelwald in der Ruine den Axt-Talisman snacken, der den Schaden aufgeladener Angriffe erhöht. Und gleich in der Nähe bei dem großen Baum die gesprungene Stachelträne. Bevor wir uns zu Grails Drachenhügel porten, zermatschen wir nördlich der Kirche von Marika den kleinen Mistkäfer für die Kriegsasche Heilige Klinge. Beim edlen Spenderdrachen angekommen, holt euch fix noch die zweite Hälfte des Medaillons und erlegt ihn auf die gewohnte Art und Weise. Die so knapp 100k hart verdienten Souls verteilt ihr dann wie folgt: 20 auf Vigor und den Rest auf den einzig wahren Stat, nämlich Stärke. Sammelt auch auf eurem weiteren Weg immer wieder Poppies ein und nehmt Seelen mit, wo ihr könnt. Nun sind wir bereit, unsere Waffe zu farmen. Verseht das Großschwert mit der Kriegsasche und begebt euch zum Seenland. Reitet rechts an Stormvale vorbei und nehmt das erste Bonfire in Liurnia. Von dort aus seht ihr auch schon eine Kirche, hinter der unser Mob mit der Henkers Großaxt wartet. Diesen verkloppen wir standesgemäß mit der Weapon Art, damit er auch hier liegen bleibt, und zwar so lange, bis er unsere Axt rausrückt. Diese hat eine Drop-Chance von 5%, was im ersten Moment recht wenig klingt, allerdings habe ich nie länger als 15 Minuten dafür gebraucht. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, wie lange es bei euch gedauert hat. Wir haben nun die Waffe des Begehrens und jetzt braucht sie noch den nötigen Bums. Also ab Richtung Ruinen im Seenland, um uns zur Akademie zu porten. Holen uns beim Drachen schnell noch den Schlüssel zu jener und machen uns direkt auf den Weg zum Kristalltunnel von Raya Lusaria, wo wir die erste Klangperle bekommen und unsere Axt damit auf plus 6 upgraden können. Wenn ihr möchtet, könnt ihr dann auch gleich mal das schöne Teil an Alberich austesten und dem Nervbolzen mal gepflegten Scheitel ziehen. Das sieht jetzt schon ganz geil aus, aber es fehlt noch einiges, Leute. Wenn wir fertig sind, staggern wir unsere Gegner sowas von aus den Latschen und dazu brauchen wir jetzt noch die richtigen Kriegsaschen und Insignien. Südöstlich von der Festung Gael, am untersten Zipfel von Caelid, holen wir uns die Kriegsasche Felsklinge, welche unsere Waffe 15% mehr Poise, also Haltungsschaden, und 10% mehr Damage verleiht. Das ist der absolute Wahnsinn im Stärkebereich, versprochen, Leute. Zudem würgen wir unsere Axt gleich auf schwer durch für ein besseres Strength Scaling. So, nun gibt es noch ein Talisman für alle FKK-Liebhaber. Diejenigen von euch, welche aber lieber mit Rüstung spielen, dürfen jetzt gerne ins nächste Kapitel hüpfen. Alle anderen porten sich nun zum Bonfire von Stormvale und reiten Richtung Osten zur Brücke, wo der Kürbiskopf chillt, und machen einen Jump durch den Vortex in die Tiefe. Dort finden wir in der Höhle, nachdem wir den Boss besiegt haben, den blauen Tänzerinnen-Talisman, welcher unseren Schaden bei geringem Ausrüstungsgewicht erhöht. Eine weitere Premium-Insignie ist der Ritualschwert-Talisman, der uns nochmal 10% mehr Damage bei vollem Leben gibt. Und dazu reiten wir zum großen Aufzug, um auf das Altus-Plateau zu kommen. Dort halten wir uns ziemlich nördlich, um die Ruinen von Lux zu erreichen, klatschen kurz die Königin und schnappen uns das prächtige Teil aus der Truhe. Ich denke, ihr könnt jetzt auch langsam erahnen, was das für eine brachiale Kombo ergibt, und wir sind noch lange nicht am Ende. Von den Ruinen aus geht ihr in den versiegelten Tunnel, dazu reitet ihr einmal die große Treppe hinauf, durch das Türchen und holt euch dort die nächste Klangperle. Jetzt könnt ihr eure Axt auf plus 12 aufwerten und ihr habt ein B-Scaling auf Stärke. Aber Leute, das war's immer noch nicht. Ja, ich weiß, das Bild ist jetzt kein Fast Food, aber echte Feinschmecker des Schadens werden definitiv nicht enttäuscht sein. Versprochen.
Bevor wir jetzt die letzten Zutaten für unser Damage-Buffet holen, testen wir doch schon mal den Zwischenstand und versohlen Margit ordentlich den Hintern. Neben den wundervollen 12k Seelen bekommen wir von ihm nämlich noch einen Talisman-Slot. So können wir den weiteren Weg mit dem Axt-Talisman und wahlweise dem blauen Tänzerin-Amulett oder dem Ritualschwert-Talisman bestreiten. Bestens vorbereitet kommt jetzt der etwas kniffligere Part, und zwar gehen wir zurück zum Bonfire bei Fort Faroth und klatschen den stinkenden Avatar am Fuße des Baums. Der ist echt etwas tricky meiner Meinung nach, aber mit etwas Konzentration durchaus machbar. Ihr brecht seine Haltung mit ca. 3 bis 4 aufgeladenen Schlägen, krittet ihn und nach ungefähr 2 bis 3 Durchgängen liegt er auch schon. Neben einem guten Batzen Seelen droppt dieser uns die gesprungene Steinstachelträne und zusammen mit der gesprungenen Stachelträne aus dem Nebelwald brauen wir uns ein Tränkchen, welches den Galliern würdig wäre. Er erhöht nämlich nochmals die aufgeladenen Angriffe und den verursachten Haltungsschaden. Damn! Solltet ihr Schwierigkeiten mit dem Avatar haben, dann versucht das Ganze nach dem folgenden Part nochmals. Denn jetzt wollen wir die Waffe noch auf ein A-Scaling bringen mit den Schmiedesteinen 5. Die finden wir einmal zuhauf in Caelid im Kristalltunnel von Sellia und dann nochmal im Altus-Tunnel. Ja, ich weiß, wir waren da schon mal in der Nähe und solltet ihr euch das schon früher zutrauen, fühlt euch frei, diesen Guide euren Bedürfnissen anzupassen. Schaut gerne nochmal auf der interaktiven Karte nach, welche ich euch ebenfalls unten verlinke, falls euch ein Schmiedestein durch die Finger gerutscht ist. Habt ihr alle Schmiedesteine beisammen, so könnt ihr die Axt vorerst ein letztes Mal upgraden und zwar auf plus 18 mit einem A-Scaling. Nun seid ihr bereit für ein mächtiges Abenteuer. Falls ihr richtig geil seid, könnt ihr noch den Dolch-Talisman für mehr Crit-Damage im Haus Vulkan holen. Das war mir allerdings doch etwas zu heavy zu dem Zeitpunkt. Aber versucht es gerne und lasst mich wissen, ob ihr es geschafft habt. Denkt natürlich auch daran, eure Talisman-Slots wann immer möglich freizuschalten und die Insignien, welche wir gesammelt haben, auch zu nutzen. Also Weapon Art, Zaubertrank und dann zerbersten. Viel Spaß damit, ihr Lieben, und schreibt mir gerne, wie ihr den Guide fandet und vor allem, welche Stelle euch am meisten Probleme bereitet hat. Ich freue mich auf eure Rückmeldung und wenn ihr Bock auf noch mehr verrückte Guides oder nicen Stuff über Soulspawn habt, unterstützt mich doch gerne, indem ihr ein Like und ein Abo dalasst. Und wenn ihr mich mal etwas persönlicher kennenlernen möchtet oder wissen wollt, wie meine Builds in Action aussehen, schaut doch einfach gerne mal bei Twitch rein. In diesem Sinne, guten Loot, viel Spaß und einen schönen Tag euch wackeren Helden. Bevor wir uns zu Grails gleich mal das schöne Teil am Alba haben, den blauen Tänzerin und schnappen uns das prächtige Teil aus der Ruhe. Ich denke, ihr könnt jetzt auch langsam erahnen, was das für eine Geht ihr in den versiegelten Tunnen? Geht ihr in den versiegelten Tunnen? Geht ihr in den versiegelten Tunnen? Jetzt könnt ihr eure Axt auf plus 12 aufwerten. Nun seid ihr bereit für ein mächtiges...